Berlin-Tempelhof, 26. Juli 1936, kurz nach Sonnenaufgang. Leutnant Rudolf Freiherr von Moureau steht neben 10 Transportflugzeugen, die in der Nacht umgezeichnet wurden. Militärische Abzeichen ab, zivile Registrierung drauf, Zivilkleidung für die Besatzungen. Von Moureau gibt das Zeichen. Die erste Maschine rollt an. Ziel Sevilla, über Sizilien. Auf dem Papier fliegt hier gerade eine spanische Frachtgesellschaft. In Wirklichkeit startet die erste geheime Auslandsmission der neu gegründeten Luftwaffe mit einem Flugzeug, das ursprünglich Postpakete und Passagiere nach Rom transportieren sollte. 265 Stundenkilometer Reisegeschwindigkeit. Kein Einziehfahrwerk, Wellblechhaut, eine einzige Maschinengewehrlafette im Rücken. Das war der Stand der deutschen Luftmacht im Sommer 1936. Ein Möbelwagen mit Flügeln. Und ausgerechnet dieses Flugzeug sollte in den nächsten 9 Jahren mehr militärische Wendepunkte mitentscheiden als jedes andere Muster der Luftwaffe. Das ist die Geschichte der Junkers Ju-52. Und warum ein ziviles Transportflugzeug zu Hitlers wichtigstem Kriegsinstrument wurde. Der Hintergrund ist schnell erklärt. General Francisco Franco hatte im Juli 1936 in Marokko geputscht. Aber seine Armee sitzt fest. Die republikanische Marine blockiert die Meerenge nach Spanien. Ohne Truppentransport kein Vormarsch. Franco schickt ein Telegramm nach Berlin. Er bittet um 10 Flugzeuge. Hitler genehmigt 20. Von Moureau bekommt den Befehl. Was dann folgt, ist eine der bemerkenswertesten Luftbrücken der Militärgeschichte. Und das mit Maschinen, die offiziell keine Militärmaschinen sind, geflogen von Männern, die offiziell keine Soldaten sind. Zwischen dem 20. Juli und Ende August 1936 fliegen von Moureaus Staffeln 461 Einsätze und bringen 7.350 Soldaten über die Meerenge. Im September folgen nochmals 5.455 Mann in 324 Flügen. Stellt euch eine Fähre vor, die niemand sieht, weil sie auf 1.500 Meter Höhe fliegt, während die republikanische Flotte darunter kreuzt. Insgesamt werden 14.000 Soldaten, 44 Geschütze und 500 Tonnen Material auf die Iberische Halbinsel transportiert. Hitler sagt später, Franco solle der Ju-52 ein Denkmal errichten. Das ist keine Übertreibung für die Protokolle, das ist seine tatsächliche Überzeugung. Ein Denkmal für ein Transportflugzeug, das für Urlauber nach Mallorca gebaut wurde. Von Moureau erlebt in Spanien aber noch etwas anderes. Etwas, das er in seinem Gefechtsstand in Sevilla nicht erwartet hatte. Die Ju-52 wird zum Bomber umgerüstet. Einfach so. 2 Bombenabwurfvorrichtungen rein, ein Maschinengewehr auf dem Rücken, eine halb ausfahrbare Wanne unter dem Rumpf. Das Ganze dauert ein paar Tage und dann ist ein Passagierflugzeug ein Bomber. Am 14. August 1936 greift die erste Staffel den Militärflugplatz Getafe bei Madrid an. 2 Wochen später fallen Bomben auf Madrid selbst, während Lufthansa-Maschinen desselben Typs noch reguläre Passagierflüge in dieselbe Stadt durchführen. Das deutsche Botschaftspersonal beschwert sich. Die Bombenangriffe hören nicht auf. Das klingt wie Satire. Es ist aber der belegte Ablauf. In Spanien macht die Ju-52 5.400 Kampfeinsätze und wirft fast 6.400 Tonnen Bomben ab. Als die Verluste durch sowjetische Jäger steigen, weichen die Staffeln auf Nachtangriffe aus. Dasselbe träge, schlecht bewaffnete Flugzeug jetzt eben im Dunkeln. Es funktioniert, weil die Gegner nachts nichts dagegen tun können. Als sowjetische Piloten mit I-15 Jagdflugzeugen auf republikanischer Seite eingreifen, werden die Verluste höher. Am 16. Februar 1937 hält eine einzige Ju-52 24 Angriffe sowjetischer Jäger aus, bevor sie abgeschossen wird. 24. Die Männer am Boden machen Witze. Der Name Ju-52 stehe eigentlich für Junkers mit 52 Motoren, weil die Dinger einfach nicht vom Himmel zu holen sind. Bald ist die Ju-52 als Bomber überholt. Die Heinkel He 111 übernimmt den Job. Von Moureaus Maschinen werden zurück in Transporter umgebaut.
Genauso einfach, wie sie vorher zu Bombern umgebaut wurden. Zwischen Spanien und Kreta hat die Ju-52 schon Polen, Norwegen und die Niederlande gesehen. In Norwegen transportieren 571 Maschinen innerhalb von 10 Tagen fast 30.000 Soldaten. In Holland werden bei der Luftlandeoperation auf Den Haag an einem einzigen Tag 125 Ju-52 zerstört. Mehr als 4% des gesamten Bestands. Aber die Doktrin hält. Wenn es eine Lücke gibt, stopft man sie mit Ju-52. Mai 1941. Von Murau koordiniert Transportstaffeln in Griechenland. Die Maschinen haben gerade die Balkankampagne hinter sich. Die Triebwerke laufen heiß, die Zellen sind schlagspurig. Über Kreta plant die Luftwaffe die größte Fallschirmjägeroperation in der Geschichte des Krieges. 493 Ju-52 sollen fast 23.000 Soldaten auf die Insel fliegen. Was kaum jemand öffentlich sagt, die Maschinen haben dafür noch knappe 2 Wochen Vorlaufzeit. Nach der Balkankampagne sind Triebwerke verschlissen, Zellen beschädigt. Es wird durchgearbeitet bis in die letzte Nacht. Am 15. Mai meldet das Kommando 493 Maschinen einsatzbereit. Die ersten Verbände starten am 20. Mai. Die Fallschirmjäger springen über bekannten Positionen des Gegners ab. Aus Maschinen mit 265 Stundenkilometern Reisegeschwindigkeit, die sich nicht schnell genug aus der Schusslinie drehen können. Was folgt, ist ein Schlachten. Die Briten wussten durch abgehörten Funk, was kommen würde. Die Verluste am ersten Tag sind so schwer, dass das Oberkommando zeitweise erwägt, die Operation abzubrechen. Am Ende wird Kreta erobert, aber 271 Ju-52 gehen verloren oder sind danach nicht mehr flugfähig. Mehr als die Hälfte der eingesetzten Maschinen. Mehr als die Hälfte in einer einzigen Operation. Hitler zieht die Konsequenz. Keine großen Luftlandeoperationen mehr. Die Fallschirmjäger kämpfen fortan als Bodentruppen und die Ju-52, die durch diese Verluste eigentlich hätte ersetzt werden müssen, fliegt weiter. Es gibt schlicht nichts anderes. Winter 1942. Die 6. Armee, über 300.000 Mann, ist bei Stalingrad eingeschlossen. Generalfeldmarschall Göring verspricht Hitler, die Luftwaffe könne die Armee aus der Luft versorgen. Das Versprechen kommt nicht aus dem Nichts. Anfang 1942 hat die Ju-52 bereits eine ähnliche Aufgabe übernommen und bestanden. Bei Demjansk, wo 100.000 Mann eingeschlossen waren, fliegen 11 Transportgruppen zwischen Februar und Mai 1942 über 14.000 Einsätze und liefern 24.000 Tonnen Material. Es gelingt. Der Kessel hält, und diese Erfahrung wird zum gefährlichsten Präzedenzfall des Krieges. Von Murau weiß, was den Unterschied macht. Bei Demjansk war die Entfernung kürzer, die sowjetische Luftabwehr schwächer und die Maschinen flogen noch. Das hier ist Stalingrad. Die Armee braucht täglich mindestens 300 Tonnen Nachschub, um zu überleben. An einem durchschnittlichen Tag schaffen die Ju-52-Verbände bei Eis, Sturm und sowjetischen Abfangkommandos vielleicht 80 bis 100 Tonnen. An schlechten Tagen nichts. Der einzige verbliebene Flugplatz im Kessel heißt Pitomnik. Er liegt unter ständigem Artilleriebeschuss. Die Maschinen landen, werden in Minuten entladen, nehmen Verwundete an Bord, starten wieder oder werden beim Rollen getroffen. Stellt euch vor, ihr fliegt eine Maschine ohne Panzerung, mit einem einzelnen Maschinengewehr im Rücken durch eine Sperrzone sowjetischer Nachtjäger und eure einzige Aufgabe ist, landen, entladen, starten, bevor sie euch erwischen. Zwischen dem 24. November 1942 und dem 31. Januar 1943 verlieren die deutschen Transportverbände 488 Flugzeuge. 266 davon sind Ju-52. Man müsste jetzt sagen, das war das Ende der deutschen Transportfliegerei. Und im Grunde war es das. Aber die Armee kapitulierte trotzdem und die Ju-52 flog trotzdem weiter, weil es nach wie vor keine Alternative gab. Das ist, ehrlich gesagt, eine bittere Bilanz für ein Flugzeug, dem man 9 Jahre lang keine Nachfolgerin gebaut hatte. Die Geschichte der Ju-52 endet nicht bei Stalingrad. Denn gleichzeitig zu all diesen Operationen läuft seit 1940 ein komplett anderes Programm.
Zwei Physiker aus Kiel, Theodor Bennecke und Professor Gerlach, haben der Kriegsmarine vorgeschlagen, ein Transportflugzeug mit einem riesigen Doppelflügel-Aluminiumring unter dem Rumpf auszustatten. Dieser Ring wird von einem eingebauten Generator mit 300 Ampere Gleichstrom versorgt und erzeugt ein starkes Magnetfeld. Das Flugzeug fliegt in 10 bis 20 Metern Höhe über das Meer und bringt Magnetminen am Grund zur Explosion. Die Maschine bekommt einen Spitznamen: Minensuchergruppe Mausi. Ein Transportflugzeug, das über das Meer kriecht und Minen hochjagt. So sah Improvisation im Zweiten Weltkrieg aus. Ab 1940 sind die Mausi Ju-52-Staffeln in der Nordsee, der Ostsee und dem Schwarzen Meer im Einsatz. Sie tragen denselben Wellblechrumpf, dieselben 3 BMW-Motoren und einen 15 Meter Ring unter dem Bauch, der sie bei jedem Überflug zur Zielscheibe für alles macht, was in Reichweite ist. Dasselbe Flugzeug, 3 grundverschiedene Kriege. Rudolf von Murrow startet im Juli 1936 mit 10 getarnten Maschinen von Tempelhof. Was er auslöst, prägt die nächsten 9 Jahre. Die Ju-52 wird in Spanien zum Transporter und Bomber, in Norwegen, Holland und am Balkan zum Sturmtruppenträger, in Kreta zum Symbol der teuersten Luftlandeoperation des Krieges, in Stalingrad zum Sinnbild einer Strategie, die an ihren eigenen Versprechen scheitert. Und gleichzeitig treibt dieselbe Maschine mit demselben Rumpf und denselben Motoren Magnetminen in die Luft, weil, niemand etwas Besseres gebaut hat. Insgesamt 4.845 Ju-52 werden von 1931 bis 1952 gebaut. Die letzte davon in Spanien, 17 Jahre nach dem Erstflug. Kein anderes deutsches Flugzeug des Krieges wurde in mehr Rollen eingesetzt, in keiner davon richtig ausgerüstet und trotzdem nie ersetzt. Damit kommen wir zum Ende dieser außergewöhnlichen Geschichte für ein Flugzeug, das eigentlich für Mallorca-Touristen entworfen worden war. Wenn euch diese Art von Geschichte gefällt, Flugzeuge, die mehr leisten mussten, als sie sollten, dann abonniert den Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und ein herzliches Willkommen in der Economy Class an unser neuestes Mitglied Kai Ahrens @HKHK2785. Schön, dass du dabei bist.